Wir sind für 10 Tage in Island unterwegs gewesen, um eine Fotogruppe zu leiten und haben sie an die schönsten Plätze der Süd- und Südostküste gebracht. Equipmentmäßig sind wir quasi zweigleisig gefahren, mit einem Fuß in der Vergangenheit und einem schon in der Zukunft. Das heißt nichts anderes, als dass wir unsere zuverlässige 5D Mark IV Kamera im Gepäck hatten und auch eine spiegellose der neuen Generation, die R5. Wir sind mit beiden sehr zufrieden. Die größte Herausforderung bei Island im Winter ist zweifelsohne die Witterung und die Unberechenbarkeit. Man muss mit Sonne und vor allem auch mit viel Sturm rechnen und einfach abwarten, um den richtigen Moment dann einmal zu erwischen. Fotografie ist das Spiel mit dem Licht und vor allem in der Landschaftsfotografie sind es jene Fotos, die mit längeren Brennweiten entstehen, die mich ganz besonders reizen. Hier um diese berühmten Felsnadeln von Wick war die Bildidee jene, dass die aufgehende Sonne eine Welle anleuchten soll und die uns ins Bild führt und dann den Blick hinführt zu diesen Felsnadeln. Das Ganze ist kein Zufallsprodukt, sondern das Abwarten, wann die Welle perfekt steht, und das Spiel mit dem Licht macht dieses Foto für mich ganz besonders und ist ein Produkt aus Brennweite und Licht. In der Fotografie sind Lichtreflexe besonders spannend, aber nicht immer müssen die von der Sonne kommen. Und genau das habe ich hier in diesem Foto umgesetzt, und zwar eine Naturaufnahme mit Kunstlicht kombiniert. Der Blick auf die Felsnadeln von Wick, der ist mir ins Auge gestochen. Und wie funktioniert es, dass diese hübschen Kugeln im Vordergrund aufgehen, dieses Bouquet? Ganz einfach, indem man eine längere Brennweite nimmt und möglichst mit Offenblende und auch einem möglichst lichtstarken Objektiv fotografiert, und schon ist der Bouquet-Effekt da. Die schwimmenden Eisberge an der Südküste Islands sind eines der Highlights der Insel. Für mich war es ein relativ bekanntes Motiv, das ich in Form einer abstrakten Fotografie inszenieren wollte. Quasi dem Ansatz Nature is Art folgend. Und so habe ich das 100-400 mm Teleobjektiv genommen, die Szenerie quasi destilliert, Eisberg, die Wellen, die Dynamik, mit einer extrem kurzen Verschlusszeit von einem 8/1000 einer Sekunde eingefroren, könnte man sagen. Und die Tropfen fliegen in der Luft um den Eisberg im Gegenlicht eingefangen. In der berühmten Gletscherlagune von Jökulsárlón, da hat es sich quasi angeboten, sich mit der Dynamik der dort schwimmenden Eisberge zu spielen. Denn einige von ihnen, die bewegen sich durchaus zügig, mal langsamer, mal schneller durch die Lagune hindurch. Andere wirken aber, als ob sie festgewachsen wären. Und genau mit mit dieser Polarität kann man sich spielen, mit längeren Verschlusszeiten. Ich habe hier 25 Sekunden ganz einfach über einen ND8-Filter und einen Polfilter in Kombination erreicht. Und siehe da, schon hat man diese Dynamik eingefangen, dieses Wechselspiel zwischen Bewegung und Statik. Die Fotografie hat letztlich so viel zu bieten. Das Einzige, was limitierend ist, das sind meist wir selbst. Also in diesem Sinne legen wir euch ans Herz, geht's raus und experimentiert mit Blende und Verschlusszeit. Arbeitet mit Licht, ob Kunstlicht oder natürliches Licht. Lasst euch ein auf das Wetter, auf Wellen, Wind und Co. Und neben all dem vergesst nicht drauf, dass ihr Spaß an der Fotografie habt und auch Spaß an der Natur letztlich.